Zum Mond fliegen ist das eine, dort einen Flughafen aufzubauen, der ermöglicht, dass wir immer wieder hin und zurück können, ist was ganz anderes. Ich freue mich, dass ich Sabine wieder da habe. Sabine von der Recken, Vorständin bei der OHB System AG, und du bist auch Geschäftsführerin der European Moonport Company. Schön, dass du da bist. Jawohl. Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Okay, was genau baut die European Moonport Company? Den European Moonport. Also, die European Moonport Company haben wir gegründet, weil wir eben weil wir der Überzeugung sind, dass bei der Rückkehr der Menschheit zum Mond, das soll ja dauerhaft sein diesmal, ne? Man hat mit Apollo gezeigt, wir können das. Man hat sich dann erstaunlich lange Zeit gelassen, um es nochmal aufzuwärmen, aber wir werden es schon irgendwie wieder hinkriegen. Und jetzt ist es eben schon ein Bekenntnis der internationalen, nicht nur der Raumfahrtgemeinschaft, sondern ja tatsächlich auch als politischer Entscheidungsträger, wir wollen dauerhaft zum Mond zurückkehren. Und das bedeutet eben aus unserer Sicht, dass man dafür auch eine Infrastruktur schaffen muss. Und auf dem Mond, der ist zwar ja ziemlich groß, aber es ist trotzdem so, dass es da nur so ein paar Go-To-Places gibt. Und wir sind eben davon überzeugt, dass Europa einfach ein gutes Standing hat, um zu sagen, wir errichten da so eine Art Flughafen für alle, soll für alle offen sein, alle dürfen mitmachen. Also das heißt eben auch, dass da alle Trägersysteme landen und auch wieder starten können sollen. Und wir denken aber eben, wenn wir das machen, dann kann man damit auch so ein bisschen, also wenn Europa das macht, so ein bisschen auch europäische Werte und auch so ein bisschen Regelwerk. Also wir müssen vorsichtig sein, weil ich jetzt natürlich hier nicht irgendwie sagen, wir müssen erstmal ein dickes Buch an Regeln aufstellen, aber wir glauben einfach, dass das eine gute Rolle für Europa ist und naja, dann um der Sache halt auch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, haben wir gesagt, dann machen wir eine Company. Naja, und vielleicht auch so ein bisschen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt im Prinzip, wenn man da eine Infrastruktur schafft, mit die man ansteuern kann und wo man von Anfang an sagt, da dürfen auch alle gerne landen und starten können, hat man da trotzdem auch schon mal einen Fuß an vielleicht einem Landeplatz oder einem Startplatz, der interessant ist und wo man sagt, den brauchen wir als Europa, da wollen wir irgendwie Forschung betreiben und wenn man sich damit vielleicht zu viel Zeit lässt, dann haben vielleicht andere schon überall Flughäfen gebaut, die man dann nicht nutzen kann. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Idee. Ja, schon. Und vor allem ist es eben auch tatsächlich so, dass das ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wir bauen einen Flughafen und da kann halt eben jedes Flugzeug landen, ne? Sondern es ist ja schon so, dass es spezielle Systeme sind und man muss natürlich mit jedem, der den nutzen will, schon auch ins Gespräch kommen. Und das halten wir eben auch wirklich, das ist immer so, das hört sich immer so lapidar an, aber wenn man so darüber Leuten zuhört oder auch irgendwelche Papiere liest, dass der Mond eben auch geopolitisch in den Fokus rückt und dass man da irgendwie gucken muss, dass da die Stakes gut verteilt sind, dann ist halt schon auch mein Bauchgefühl, aber bitte immer schön weiter miteinander reden. Ne? Nicht, dass wir da irgendwie anfangen, in Streit zu geraten. Und da ist eben tatsächlich so ein Moonport, bei dem wir natürlich von denen mal erfahren müssen, mit was wollt ihr denn kommen, was braucht ihr da irgendwie für, keine Ahnung, für eine Infrastruktur, für ein Landepad, für Treibstoff, was weiß ich was alles. Dann ist man halt auch so ein bisschen im Zentrum von allem. Das ist schon, also ich glaube eben deswegen auch, dass es wirklich auch politisch relevant und gut ist für Europa. Das sollten wir machen, weil wir eben als Europa, glaube ich, auch immer so ein bisschen deutlich gemacht haben, wir sind ja ehrlicherweise bei Exploration meistens Mitmacher. So. Und das ist auf der einen Seite jetzt mal ein bisschen vorangehen und zeigen, wir können das, aber auf der anderen Seite ist es dann doch wieder so ein bisschen so eine Mitmachplattform. Deswegen denken wir, dass das einfach eine gute Idee ist. Dass die OHB Raumfahrt kann, das glaube ich steht außer Frage. Ich finde es ganz interessant. Wir sind ja jetzt hier auf der ILA Luft- und Raumfahrt und ihr habt euch für diesen Moonport mit jemandem zusammengetan, der Luftfahrt macht. Ich meine mit einem Flughafenbetreiber, also mit München. Ist das richtig? Was Genau. ist da die Idee dahinter? Ne, die Idee ist tatsächlich einfach, dass es ist ja ein Stück weit ein Airport. Es ist halt eben kein Airport, sondern ein Moonport. Aber nichtsdestotrotz bei der grundlegenden Frage, was muss man da eigentlich bedenken an Logistik, haben wir schon immer, wir machen ja viel mit Partnern, also OHB macht viel mit Partnern. Und wir suchen uns eigentlich immer Partner für Dinge, bei denen wir sagen, das können andere besser als wir. Und ehrlicherweise ist es so, als wir so die ersten Bilder gemacht haben, wie so ein Moonport aussehen könnte, haben wir alle gesagt, ach, das sieht aber ganz schick aus. Dann haben wir mit diesen Munich Airport Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, das sieht irgendwie ganz schick aus für ein Mäusekino, aber ehrlicherweise, wenn ihr mal ernsthaft sagt, wie sowas aussehen müsste, da kam dann ein ganz anderes Bild bei raus. Und das ist trotzdem immer noch so, wir haben hier ein Modell stehen im Space Pavilion, das kann hinterher ganz anders aussehen, aber da jemanden dabei zu haben, der auf ganz grundsätzlich andere Dinge guckt, weil er eine Infrastruktur schon mal gebaut hat, das ist schon sehr hilfreich.
Jetzt ist der Mond ein brutaler Bauplatz mit brutalen Umweltbedingungen. Ich glaube, wir reden so von 300 Grad Temperaturunterschied zwischen Licht und Schatten so und Regolith und so weiter. Beschäftigt ihr euch da jetzt schon mit, dass ihr sagt, okay, das sind halt Umweltbedingungen, die sind krass und wir müssen deshalb die und die Dinge machen? Oder geht es momentan eher darum, die Konzepte für die Warenströme oder Massenströme sich zu überlegen und dann da auch in die technische Lösung der Umweltprobleme zu gehen? Also es gibt im Prinzip halt so ein paar ganz prinzipielle Überlegungen über die Frage, was muss man eigentlich machen, um so eine Infrastruktur überhaupt zu errichten. Also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Idee zu sagen, wir suchen uns den tiefsten Krater, aber tatsächlich irgendwo auch eine Umgebung zu finden, bei der man dann auch gucken kann, was sind eigentlich die nächsten Schritte. Weil genau wie du sagst, der Mond ist jetzt ehrlicherweise für so ein Unterfangen, also auch für viele andere Sachen, das ist schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn es einfach wäre, wären wir schon lange da. Mhm. Aus unserer Sicht eine der ersten Dinge, die man machen muss, ist, man muss tatsächlich irgendwie versuchen, Mondstaub zu binden. Mhm. Regolith ist einfach ein fieses Zeug. Das ist, ich war jetzt gerade in Japan und die haben bei der JAXA so ein bisschen wie die Luna in Köln beim WLR, aber bei denen ist das nochmal ein bisschen anders ausgerichtet. Die haben da eben so ein ganz großes Feld, wo sie Mondlandschaft nachstellen. Das sieht halt eben aus wie ein riesengroßer Strand, aber der Mensch von der JAXA sagte sofort, bitte nicht irgendwie mal so zwischen den Fingern zerrieseln lassen. Das ist ganz, ganz, ganz fein gebrochenes Glas, weil das am ehesten die Scharfkantigkeit von Regolith eben nachempfindet. Und da muss man eben erstmal was finden, wo man sagen kann, um überhaupt eine Basis zu schaffen, was machen wir denn da? Da sind wir jetzt gerade bei so einer Algenschlammidee, mit der man irgendwie die Wüste begrünen kann. Also das sind irgendwie so Algen, die brauchen nicht viel, die vermehren sich einfach selbst wie die Karnickel. Und wenn man da halt irgendwie Sand mitbinden kann, dann denken wir, geht vielleicht bei Regolith auch. Mhm. Das sind jetzt ehrlicherweise gerade so die Überlegungen, bei denen wir sind. Das ist spannend. Und gibt es da, also Regolith, meine Zuschauer wissen das auch schon, dass das so ein großes Thema ist. Etwas, wo ihr vielleicht euch überrascht habt, eine Herausforderung, wo ihr jetzt, wo ich damit beschäftigt habt, sagt, okay, habt ihr systemtechnisch oder materialtechnisch so erstmal gar nicht auf dem Zettel gehabt und habt ihr schon eine Lösung für oder sagt, oh, das wird noch, da beißen wir uns noch die Zähne dran aus? Jeden Tag 1000. Okay. Es ist tatsächlich schon so, dass man so ein bisschen vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt. Auf der anderen Seite ist das aber ehrlicherweise wie bei jedem anderen komplexen Raumfahrtprojekt auch. Ne? Du machst im Prinzip eine Tür auf und denkst dir, ach du Schande, jetzt bin ich im Spiegelsaal gelandet, aber dann klärt sich das auch eins nach dem anderen so ein bisschen. Nichtsdestotrotz ist natürlich zum Mondfliegen nochmal, wenn es leicht wäre, dann würden wir es ja schon ständig machen. Mhm. Das hat schon Herausforderungen und ich mache auch nicht den Fehler zu sagen, dass das ein easy-going Project ist, dass wir eben mal so nebenher machen. So ist das nicht. Im Moment ist es eben, in erster Linie müssen wir noch dafür sorgen, dass wir können das ja auch nicht alleine. Wir müssen erstmal viele Regierungen davon überzeugen, dass sie sagen, ja, das machen wir, das halten wir für eine gute Idee, wir mandatieren die ESA, die sollen das machen. Und dann muss man eben tatsächlich auch in der europäischen Industrielandschaft, und zwar da interessanterweise wollen wir ja nicht nur auf die Raumfahrtindustrie gucken, sondern wir sagen eben, ne, Raumfahrtindustrie hat bisher noch keinen Flughafen gebaut. Mhm. Flughäfenbetreiber haben Flughäfen gebaut. Und genauso brauchen wir eben auch einfach andere Spezialisten in ihrem jeweiligen Fach, die uns entweder zeigen, wie es geht, oder denen wir vielleicht dabei helfen, dass wir nur sagen, wir zeigen euch, wie ihr das, was ihr sowieso schon könnt, Raumfahrt qualifiziert und auf dem Mond machen könnt. Mhm. Das ist eigentlich, und das ist eine große Übung. Mhm. Es gibt so manchmal auch kritische Zuschauer, die an vielen europäischen Ideen, was Raumfahrt angeht, immer so rummäkeln und auch sagen, Europa hat noch nie irgendwo was gelandet und jetzt wollen die einen Flughafen auf dem Mond bauen und so. Ich sage dann immer, in Deutschland werden die Kritiker immer ein bisschen auf dem Schild oben getragen. Dabei ist es etwas zu kritisieren, ist super einfach, etwas auch gegen Kritik durchzusetzen. Das ist eigentlich die Kür. Und im Prinzip, alle sollten Leuten zujubeln, die Dinge tun, die vorher niemand gemacht hat. Europa will aber einen Länder bauen oder baut den auch schon. Ich meine, da ist die OHB auch dran beteiligt. Ist das ein bisschen der gleiche Kosmos? Also beschäftigt ihr euch damit und deshalb kam das auch mit dem Moonport oder gibt es da Systeme, die ihr da auch nutzen wollt? Also ja, der Argonaut, da sind wir mit beteiligt, auch mit interessanten Systemen, also hier mit den GNC. Tatsächlich ist es so, dass wir uns als Firma eigentlich schon immer mit dem Mond beschäftigen. Der Mond war schon für Manfred Fuchs irgendwie ein totaler Sehnsuchtsort, der auch immer wieder gesagt hat, der Mond ist zu wenig erforscht, wir kümmern uns zu wenig darum. Das sieht man auch bei uns in der Firma an so ganz vielen Kleinigkeiten. Also unser größter Besprechungsraum heißt Luna. Da ist auch ein riesengroßes Kunstwerk drin zum Mond. Und tatsächlich als der Mann von der Gründerin, unser Firmengründer, als der verstorben ist, haben wir unsere luxemburgische Tochterfirma, die LuxSpace,
die erste europäische, vollständig privat finanzierte Mondmission gemacht, die hieß 4M, Manfred Memorial Moon Mission, weil das eben das hat man so mit ihm verbunden, der Mond. Und deswegen ist das jetzt ehrlicherweise nur folgerichtig, dass wir sagen, wenn wir schon Häfen machen, ob wir die jetzt auf dem Wasser machen, dann machen wir auch einen auf dem Mond. Und vielleicht auch, also ist ja der sprichwörtliche Moonshot für mich und meine Community natürlich unheimlich motivierend. Also man hat diesen Mond am Himmel und man denkt, wir fliegen da wieder hin zurück. Oder jetzt auch gerade mit Artemis 2, ich habe da hochgeguckt, da fliegen gerade Leute drumherum und ist für mich nochmal ganz was anderes. Also die ISS sehe ich natürlich auch am Himmel, aber dann irgendwie dann zum Mond zu gucken und dann auch zu denken, da sind Leute drauf gelaufen und man hat ja schon die Stimmung, die man spürt. Wir gehen ja jetzt wirklich hin, um zu bleiben. Wir bauen da Infrastruktur. Ich finde das auch so krass. Weißt du, wenn ich da hochgucke, dann denke ich immer, es wird ja ein deutscher Astronaut dahin fliegen. Und most probably sind es entweder Alexander oder Matthias. Und die kennt man ja irgendwie. Ne? Also zumindest aus dem Fernsehen. Und dass ich mir dann denke, es wird nicht mehr so lange dauern. Dann gucken wir da hin und dann ist einer von denen da. Also es ist doch wirklich krass. Mit Alex spreche ich heute Nachmittag. Genau, dann auch über Mond. Da bin ich auch sehr gespannt. Richtig aus. Hochautonomes Mondport, denke ich jetzt so ein bisschen. Weil also es geht ja auch um Frachtländer. Jetzt klar träumen wir alle davon, dass wir deutsche, europäische und überhaupt Menschen auf dem Mond haben, die da rumlaufen, forschen, arbeiten und vielleicht besiedeln mal irgendwann so. Also, aber die erste Phase gehört jetzt, glaube ich, erstmal den Robotern. Jetzt muss es dann doch schon alles hochautonom eigentlich laufen, weil ich meine, es ist gut, so weit ist der Mond nicht entfernt, trotzdem haben wir irgendwie Signallaufzeiten von 1-2 Sekunden und so. Ist das schon so etwas, als ihr jetzt so praktisch daran arbeitet, sagen, okay, das muss alles automatisch eigentlich funktionieren und die Systeme entstehen am Computer? Ja, also ich meine, klar muss das ein Stück weit so sein. Auf der anderen Seite ist ja die Übung, die wir machen, dass wir sagen, wir wollen eine Infrastruktur für die dauerhafte Rückkehr der Menschheit zum Mond. Also ich glaube schon, dass da Menschen sein werden. Ich glaube, dass das ehrlicherweise auch anfangen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich denke, dass der Moonport das Erste ist, was da sein wird, sondern ich glaube tatsächlich, das Erste, was da sein wird eher sowas wie eine Niemeyer-Station sein. Das ist eher so das ist genauso wie halt eben Erforschung von anderen unbekannten Terrain. Da hast du halt eben erstmal Forschung und die müssen halt eben erstmal irgendwo ihr Zelt aufschlagen. Deswegen, wir werden auch mit das ist nämlich die Bremerhavener Firma, die Niemeyer 2 baut. Denen sind wir auch im Gespräch. Einfach um das auch zu verstehen. Was ist da eigentlich die Herausforderung? Was macht man eigentlich, wenn man sagt, man geht irgendwo hin, wo es nichts gibt und wo man eben gucken muss, genau die Frage, die bestimmt noch kommt, weil die immer kommt, ist es eigentlich so, dass man sagt, das muss vollständig aus Ressourcen funktionieren, quasi ein In-sich-Kreislaufsystem? Oder ist da irgendwie die Idee, dass wir auch die nötigen Ressourcen hinbringen? Das sind halt eben Fragen, das macht die Niemeyer-Station auch so speziell. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein Konzept entwickeln, was nicht darauf angewiesen ist, dass da Menschen sind, aber wir machen es ja dafür, dass da Menschen sind. Und das ist vielleicht auch ein schöner Vergleich, weil dass die ersten Menschen sich die Pole oder die Polarregionen angeguckt haben und einfach mal kurz einmal da waren und direkt wieder nach Hause sind, das war im Prinzip 50 Jahre bevor dann da eine Basis gebaut wurde. Das ist so auch vielleicht so dieser Bezug zum Mond, ne? Weil viele immer sagen, hey, wir waren noch in 69, sind wir doch auf dem Mond gelandet, dann ist nichts passiert, 50 Jahre hat es gedauert. Es ist eigentlich, wenn man sich so historisch anguckt, typisch für den Menschen. Man ist einmal mal kurz da und hat das demonstriert und dann kommt dann eine kleine Siedlung oder eine Forschungsstation irgendwo hin und dann daraus entwickelt sich dann, dass man als Menschheit irgendwo dauerhaft einen Lebensraum irgendwie für sich einnimmt. So, Ja, was ich tatsächlich irgendwie das ist jetzt ja so, dass wir uns natürlich als Branche und auch als Firma mit der Frage, warum sind wir eigentlich so lange nicht da gewesen, schon länger beschäftigen. Aber jetzt kommt die Frage ja auch wirklich eher so in der öffentlichen Wahrnehmung auf. Warum ist das eigentlich so? Weil das Interessante ist ja, die Artemis-Missionen, die sind eigentlich ein Stück weit Kopien der Apollo-Missionen. Jetzt ist es so, klar, ich meine, der Mond ist der gleiche geblieben, die Physik ist die gleiche geblieben, aber eigentlich haben wir ja riesen Technologiesprünge gemacht in den letzten 50 Jahren. Ist jetzt ehrlicherweise bei der Reise zum Mond nicht so aufgefallen. Ne? Also wahrscheinlich im Detail, will ich jetzt gar nicht anders sagen, aber es ist jetzt ja nicht so, dass wir auf einmal mit einem Fluxkompensator da unterwegs sind, sondern es ist halt immer noch eine Rakete, die ziemlich common Treibstoff hat und am Ende des Tages sitzen da halt Menschen in der Kapsel. Heißt ja positiv gesehen auch, dass man wahrscheinlich einfach vor 50 Jahren schon die richtigen Ideen hatte. So, nur, ich finde es interessant. Wie gesagt, alles andere, guck dir mal ein Handy an von vor 20 Jahren. Das sieht anders aus als die heute. Und das ist vielleicht auch so der Punkt, dass jetzt
einem am Rechner auch viel mehr passieren kann. Und dass damals irgendwie in den 60er Jahren noch viel mehr Hardware einfach wild in die Luft gejagt werden musste und testen, weil man einfach Sachen gemacht hat, die man noch nicht konnte, und simulieren ging damals vielleicht irgendwie auch nicht. Und das ist jetzt ein bisschen der Schritt ist, von wegen, dass wir jetzt doch viel irgendwie am Rechner auch machen können und dann die Umweltbedingungen ein bisschen auch schon kennen durch Apollo. Das heißt, das Gestein zurückgebracht haben und einfach viele Dinge, wo man in den 60er Jahren noch nicht wusste, wie der Mond genau aussieht, jetzt doch schon auch weiß und dass man das besser dann vielleicht lösen kann. Aber die Physik natürlich ist irgendwo die gleiche. Ich habe gehört, dass ihr auch euch das Thema anguckt, Living off the Land ist das englische Wort, also das heißt im Prinzip Rohstoffe, die es vor Ort gibt, die man entweder zum Bauen nutzen kann oder auch, dass man halt Infrastruktur schafft, um mit Mondressourcen, also sei es zum Beispiel Wasser, Treibstoff zu erzeugen, Sauerstoff zu erzeugen. Ist das Voraussetzung, dass das klappt, oder ist es mehr so, das ist dann die Kür, was man dann hat, wenn man die Infrastruktur für das Landen geschaffen hat, dass man danach anfängt, dann sich über diese Themen Gedanken zu machen? Also ich glaube, wenn wir sagen würden, dass wir das alles erst anfangen, wenn wir ein in sich geschlossenes Kreislaufsystem errichtet haben, dann wird es noch ganz schön lange dauern. Deswegen würde ich das mal vielleicht nicht unbedingt als Kür bezeichnen, weil Kür ist ja so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne, schon eher die Sahne. Ich denke schon, dass das auch ein interessantes Entwicklungsfeld ist. Also die Firma ist ja in Bremen. Uni Bremen hat gerade ein ganz interessantes Forschungsprojekt. Da bewerben die sich auch zusammen mit Oldenburg um ein Exzellenzcluster. Da geht es um den Mars, aber eben tatsächlich gar nicht so sehr um den Mars als Umgebung, die da eine große Rolle spielt, sondern wirklich ein in sich geschlossenes Kreislaufsystem zu entwickeln für einen Platz, der halt eben sehr weit weg ist. Gucken wir uns auch an, um eben genau daraus zu lernen. Und da gab es auch ehrlicherweise rund um die Mondforschung gab es auch schon viele Projekte, auch von der ESA. Das war eins, das hieß Melissa. Da ging es genau auch so um die Frage, wie wir halt Kreislaufsystem, Pflanzen, Zucht und sowas machen. Ich glaube aber anfänglich werden wir schon auch noch einfach Dinge von der Erde auf den Mond bringen. Ja, das wird so sein. Wir hatten zu Eingangs gesagt, ihr plant etwas aufzubauen. Da geht es nicht, dass eure Länder, eure Geschäftsmodelle da etabliert werden, sondern es soll im Prinzip eine Infrastruktur geschaffen werden, die von möglichst vielen Partnern genutzt werden kann. Und dass ihr da auch mit allen sprechen wollt. Ich habe so die Vorstellung, dass es da auch viel um Schnittstellen geht. Das heißt im Prinzip, man muss dann frühzeitig mit den ganzen Partnern oder potenziellen Partnern reden und sagen, okay, was braucht ihr denn oder wie schaffen wir es denn, dass wir all diese Partner denen möglichst die besten gemeinsamen Schnittstellen geben? Ist es zu früh, um darüber zu reden, oder ist das tatsächlich etwas, was euch gerade sehr beschäftigt, weil ihr natürlich wollt, dass es viele Interessenten gibt, die eure Infrastruktur dann nutzen können? Also ja, beides. Also das ist wirklich eine riesengroße Aufgabe. Das ist übrigens auch ein bisschen der Grund, warum wir dafür eine extra Firma gegründet haben. Einfach, weil wir es natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen von OHB getrennt halten, das ist eine 100% Tochter, aber weil wir eben einfach deutlich machen wollen, da sollen andere gleichberechtigt mitmachen. Und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn du da halt als OHB kommst, dann sagen immer so alle, naja, aber im Zweifelsfall guckt ihr ja drauf, dass es für euch gut ist. Mir ist da immer ein Punkt ganz wichtig. Auf der einen Seite reden wir viel mit anderen Raumfahrtfirmen, tatsächlich auch ganz viel mit Startups, auch international, die entweder eine Idee haben, dass sie sagen, sie wollen auf den Mond, oder die halt eben schon daran arbeiten. Es gibt ja wahnsinnig viele echt auch interessante Projekte von kleinen Ländern, von irgendwelchen Drohnen. Also da sind wir natürlich sehr aktiv, ist das, was uns nahe liegt. Aber was wir eben auch machen, ist, dass wir auch aktiv Firmen ansprechen, bei denen wir wissen, dass wir deren Expertise oder das, was die gut können, brauchen werden. Also ein Beispiel ist Bergbau. Ne? Man wird auf dem Mond, wenn man eben sagt, man möchte mit Ressourcen dort was machen, man muss sie ja irgendwie abbauen. Jetzt kann natürlich der gewitzte Raumfahrtingenieur sagen, ja, da kann ich bestimmt irgendeine geile Maschine entwickeln. Die gibt's aber schon. Das ist halt, macht man Bergbau. Machen zum Beispiel auch Tiefseebergbau. Und jetzt ist natürlich irgendwie die Herausforderung, Tiefsee, sehr viel Druck, und Mond sind ein bisschen unterschiedlich. Aber die Tatsache, dass es Firmen gibt, die eben ihre eigene Maschinerie schon mal überarbeitet haben, um zu sagen, wir setzen die jetzt großen Druck aus, denken wir eben, dass es für die auch interessant sein könnte, zu sagen, okay, ich mache das dann auch auf dem Mond. Und das ist ehrlicherweise, ne, wenn du jetzt sagst, du willst schon mal mit einer in der Raumfahrt reden, sau viel zu tun, aber wenn du sagst, du willst für die ganzen anderen Sachen, auch zum Beispiel, was machen wir, wenn wir wieder starten wollen, da brauchst du ja auch irgendwelche Treibstoffe, Gase, sonst irgendwas, irgendwelche Zuleitungssysteme. Ich
also jetzt nicht ich, aber OHB-Leute können diesen Firmen erklären, was musst du denn machen, damit das halt damit das die Strahlung aushält, damit das den Raketenstart aushält, das ist halt Raumfahrt qualifizieren. Aber ich glaube nicht, dass wir anfangen sollten, jetzt da irgendwie die Tanks für zu entwickeln, weil dann dauert es ehrlich gesagt auch zu lange. Okay. Spreche ich aber immer so ein bisschen, wie gesagt, wenn du jetzt hier einen Raumfahrtingenieur sitzen hättest, der würde sagen, naja, aber wir würden das schon können. Und da hätten wir auch echt Bock drauf. Deswegen ist das nicht. Der optimistische Blick nach vorne. In den nächsten 10 Jahren. Was auf dem Mond hat einen deutschen oder einen Bremer Stempel oder... Na, der Argonaut. Ja? Ganz klar. Ich möchte immer so die Community für Raumfahrt... Die Community muss sich gar nicht für Raumfahrt begeistern, aber ich möchte das so ein bisschen mehr in die Breite drücken und... mir geht natürlich das Thema Nachwuchs, ist mir ein sehr großes Thema für mich. Wenn jetzt ein 12-jähriges Mädchen hier zuschaut oder dich fragt, von wegen, worauf kann sie sich am meisten in der Raumfahrt freuen? Wo würdest du sagen, ey, das wird richtig cool und bleib da dran? Also ich glaube tatsächlich, dass immer noch die klassische Forschungsraumfahrt, also die Frage, was ist eigentlich da draußen? Die wird aus meiner Sicht, die ist in 10 Jahren, 20 Jahren, 100 Jahren. Aufgrund der Tatsache, dass wir das Weltall nie komplett erforschen können, gibt es da immer noch was zu entdecken. Und alles, was man da macht, stellt man eigentlich hinterher fest, du hast was gelernt, was auch für die Anwendungsraumfahrt oder für andere Branchen, für andere Technologien relevant ist. Und deshalb würde ich immer dafür werben, wenn sich jemand für Raumfahrt interessiert, guck dir die großen Forschungsprogramme an. Ich kann jetzt unsere Programme Plato, Suche nach Exoplaneten, LISA. LISA ist eine Wahnsinnsmission. 3 Spacecraft, die in einem Dreieck mit jeweils 2,5 Millionen Kilometer entfernt voneinander im Deep Space platziert werden mit Laser miteinander verbunden, um dazwischen Gravitationswellen zu messen. Und diese Gravitationswellen, die sind 1/10 so dick wie ein menschliches Haar. So, das machen Menschen. Und da denke ich mir dann alleine schon die Tatsache, dass es überhaupt Leute gibt, die sowas können, die dann auch noch mit mir in der Kantine am Tisch sitzen, das finde ich Wahnsinn. Und das finde ich auch total faszinierend. Am Ende geht es beim Nachwuchs auch immer darum, dass man sagt, du triffst da auch echt gute Leute. Und da muss man mitwerben. In der Raumfahrt gibt es einfach gute Leute, die super schlau sind und die geilen Kram machen. Und die diesen Drive halt haben. Ne? Ja. Egal, wenn ich aus der Raumfahrt rede, alle haben dieses Leuchten in den Augen und diesen Ausblick nach vorne. Und man ist auch nicht nur irgendwie in seinem Fachgebiet dann irgendwie verhangen, sondern man schaut immer links und rechts und wegen, oh geil, die Firma oder die Rakete hat jetzt gerade das Problem gelöst und so weiter. Und das ist, man hat so das Gefühl, dass alle denken, das ist für uns alle da und man hat dann einfach jeden Morgen Lust, zur Arbeit zu gehen und zu denken, ey, das ist ein cooler Job, den ich hier habe. So, ja. Das stimmt. Also das ist auch ehrlicherweise Leute, die mal in der Raumfahrt waren. Da gibt es echt nur wenige, die sagen, ich mache was anderes. Und was vielleicht für die 12-Jährige, was ich auch immer noch so ein bisschen, wir reden immer viel über Diversität, finde ich auch wichtig. Aber ich werbe auch immer dafür, es gibt in der Raumfahrt auch echt Platz für andere Lebensläufe. Da gibt es nicht nur Ingenieure, ich bin keine Ingenieurin, ich bin Politikwissenschaftlerin. Aber trotzdem ist das so, dass ist jetzt dein Ding. Genau, vor allem, dass ich da halt auch meinen Platz gefunden habe. Und das ist so ein bisschen, unsere Branche hat halt oft den Ruf, dass Leute sagen, oh, das ist kompliziert und da komme ich nicht rein. Nee, wir sind Firmen wie jede andere. Bei uns kann man irgendwie auch in der Buchhaltung arbeiten und das ist halt eben trotzdem in der Raumfahrt arbeiten. Und wir sind tatsächlich sehr offen. Es ist eine sehr offene Branche. Als ich angefangen habe, in der Raumfahrt zu arbeiten, war ich mit offenen Armen empfangen worden. Und da kann ich wirklich immer nur dafür werben, egal was ihr sagt, was eure Stärken sind, seid da offen, guckt euch an, ob ihr das in irgendeiner Branche machen könnt. Im Zweifelsfall werdet ihr positiv überrascht sein. Mega. Und mit diesem positiven Wort wollen wir es bewenden lassen. Hat mich wieder sehr gefreut, Sabine, dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine tolle Messe hier und auf bald. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.